Bringt es wirklich was, wenn das Saatgut mit Biostimulantien behandelt ist? Bringt es was in der Stresstoleranz, wenn es mit Meeresalgen, mit Aminosäuren, mit Huminsäuren oder Fulvosäuren behandelt ist? Schafft das einen Mehrwert? Die Antwort ist, wie so oft in der Landwirtschaft, nicht so einfach. Es kommt darauf an. Denn es ist nachgewiesen, dass diese Biostimulantien oder viele dieser Wirkstoffe ganz klar positive Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum haben, auf die Keimung haben, auf die Wurzelmasse. Aber es gibt unheimlich große Unterschiede in der Qualität des Produkts und damit in der Reproduzierbarkeit. Und es kommt natürlich auf die Umgebung an. Je größer der Stress für die Pflanze ist, desto höher der Effekt. Und je weniger Stress die Pflanze hat, desto weniger Effekt hat natürlich so eine Biostimulanz. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir sprechen über Biostimulantien, nämlich hervorgehoben habe ich jetzt 3 Gruppen. Einerseits die Aminosäuren, die fallen unter die Proteinhydrolysate, das heißt Proteinteilchen, wenn man so will, und ein Part davon sind Aminosäuren, aber auch Peptide, also ich fasse das jetzt mal als Aminosäuren zusammen. Zweiter Teil sind Huminstoffe, das sind Fulvosäuren und Huminsäuren zum Beispiel. Der dritte Teil sind Meeresalgen. Diese 3 Biostimulantien, diese 3 Wirkstoffe kann man als Saatgutbehandlung verwenden. Neben diesen Biostimulantien, die wir in diesem Video anschauen, gibt es natürlich auch noch viele andere biologische, zum Beispiel. Es gibt Bakterien, es gibt Pilze, es gibt Mykorrhiza-Pilze, die als Biostimulantien verwendet werden. Auch dazu habe ich schon mal Videos gemacht, aber hier fokussieren wir uns eben auf diese 3 Gruppen. Und gleich vorweg ein Hinweis, wir verwenden diese Wirkstoffe auch in unserer Saatgutbehandlung für unsere Zwischenfruchtmischungen standardmäßig. Deshalb beschäftige ich mich auch intensiver damit, auch in diesem Video. Das war es auch schon wieder mit dem Hinweis. Das heißt, wir haben diese 3 Gruppen, die sehr, sehr verbreitet sind. Also das ist ja so, dass diese Biostimulantien, diese Wirkstoffe dieser Biostimulantien nicht neu erfunden worden sind in den letzten Jahren, sondern es gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar schon seit Jahrzehnten, bei Meeresalgen sogar schon seit Jahrhunderten, dass die bei Pflanzen zu positiver Stimulation verwendet worden sind. Was ist das? Wie gesagt, die Gruppe der Aminosäuren ist eigentlich eine größere Gruppe, nämlich Proteinhydrolysate, das heißt in Wasser in irgendeiner Form gelöste Eiweiße. Die Herkunft kann sein pflanzlicher Natur sein, das kann durchaus auch Weizenprotein sein, das gelöst wird, das kann thermisch passieren, das kann chemisch passieren, dass diese Eiweißstrukturen zerlegt werden. Es können aber auch tierischer Herkunft sein, also zum Beispiel von Schweinen oder von Hühnern, zum Beispiel aber auch von Federn. Das heißt, die Herkunft dieser Eiweiße, diese Proteine kann vielfältig sein und hat natürlich auch dann ganz, ganz unterschiedliche Effekte und Zusammensetzungen. Es ist aber immer so, dass diese Proteine zerlegt werden und dann als Wirkstoff verwendet werden. Aber klar ist, wenn man sagt, man hat eine Aminosäure in der Biostimulanz drinnen, dann ist das extrem abhängig davon, woher die kommt und was für einen Ursprung die hat und natürlich auch, wie homogen das Ursprungsmaterial ist in der Reproduzierbarkeit des Produkts. Das heißt, je professioneller man da vorgeht als Hersteller einer Biostimulanz, um sozusagen sicherzustellen, dass die Aminosäuren oder die Peptide immer die gleiche Struktur haben, die in der gleichen Qualität vorhanden sind, desto besser ist es. Zweite Gruppe, Huminstoffe. Huminstoffe, das sind zum Beispiel Huminsäuren und Fulvosäuren. Das sind Stoffe, die bei der Humifizierung, also bei der Zersetzung von organischem Material auftreten. Und da gibt es als Herkunft zum Beispiel Kohle. Die größte und wichtigste Herkunft für diese Humin- und Fulvosäuren sind Leonardite. Das sind auch so sehr kohlenstofflastige Mineralien, kann man so sagen. Ich bin kein Geologe, aber so habe ich mir das zumindest durchgelesen und versucht zu verstehen. Leonardite, Braunkohle, aber auch Kompost kann ein Ursprung sein für diese Fulvo- und Huminsäuren. Fulvo- und Huminsäuren treten da auf und werden dann auch aus diesem Rohstoff auf verschiedenste Art und Weisen in einem Prozess zerlegt, sodass die dann als Wirkstoffe auftreten. Die dritte Gruppe, die ich hier behandle, sind die Meeresalgen. Das heißt, das sind Stoffe aus Meeresalgen extrahiert. Und worum geht es da? Da geht es eigentlich um Hormone. Das ist hochinteressant, denn Meeresalgen, obwohl sie vor hunderten Millionen Jahren sich getrennt haben von den Pflanzen, die wir mit den Meeresalgen behandeln, haben die gleichen Hormone, also Botenstoffe, verwenden die gleichen Botenstoffe, zum Beispiel Gibberelline, Auxine, Zytokinine, also gleiche Hormone, Hormonstoffe, Botenstoffe, um in der Pflanze etwas zu steuern. Und man ist dann drauf gekommen, dass
und das weiß man, wird dort ja schon seit Jahrhunderten verwendet, dass bestimmte Algen, insbesondere aus dem Nordatlantik, weil die unter großem Stress stehen durch die Gezeiten und die Witterung und entsprechend einen hohen Gehalt an diesen Hormonen haben, dass man, wenn man diese Meeresalgen nutzt, dass das positive Auswirkungen auf die höheren Pflanzen haben kann, die wir als Kulturpflanzen verwenden zum Beispiel. Ja? Weil die eben in diesen Meeresalgen diese Hormone, insbesondere diese Hormone in so einem hohen Ausmaß vorhanden sind. Und mit dieser Stimulierung durch Hormone wird unsere Pflanzen positiv beeinflussen können. Das heißt, das sind diese 3 Gruppen dieser Biostimulantien, die man in einer Saatgutbehandlung verwenden kann. Die kann man natürlich aber auch als Blattbehandlung verwenden. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, wie diese Biostimulantien eingesetzt werden können und wie wirken die jetzt. Und da gibt es schon einiges an wissenschaftlichen Erkenntnissen schon dazu, wie diese Wirkmechanismen funktionieren. Im Detail natürlich noch bei weitem nicht 100%ig geklärt, aber man kann es ein bisschen zusammenfassen, oder zumindest versuche ich das ein bisschen zusammenzufassen, auch wieder in 3 Gruppen. Der eine ist die Wirkung als klassische Stimulierung, als Stimulanz, als eben durch Signale, wo diese Stoffe bei der Pflanze einen gewissen Prozess auslösen, eben, dass sie durch diese Biostimulanz besser Nährstoff aufnehmen können, dass sie durch diese Stoffe stressresistenter werden. Das heißt, da gibt es, das weiß man schon in einem gewissen Detailgrad, dass diese Stimulantien und alle 3 dieser Gruppen haben diese Funktionen, eben die Pflanze stimulieren. Dann gibt es aber auch den Mechanismus, dass die Nährstoffaufnahme verbessert wird, zum Beispiel unter anderem durch eine Gelatisierung. Das heißt, da wird der Stoff dieser Biostimulanz verwendet, um diese Nährstoffe leichter in die Pflanze hineinzubekommen. Und der dritte Mechanismus, der positiv auf die Kulturpflanze, auf unsere Pflanze auswirken kann, das ist der Einfluss auf das Mikrobiom. Das kann einerseits sein, dass das Mikrobiom selbst diese Biostimulanz als Futter verwendet, Futterquelle, zum Beispiel bei den Aminosäuren, als eine Stickstofffutterquelle, aber auch und insbesondere auch als Modulation des Mikrobioms. Das heißt, das Mikrobiom, diese Biologie, diese Mikroben, die sich da in der Rhizosphäre rund um die Wurzel befinden, werden positiv beeinflusst durch diese Biostimulantien. Das heißt, wir wissen eigentlich, was die Biostimulantien sind. Wir wissen auch ein Stück weit, wie sie funktionieren, und sie führen dazu, und das weiß man schon nachgewiesenermaßen, dass sie eben dazu führen, dass sie die Nährstoffaufnahme verbessern, dass sie abiotischen Stress reduzieren, dass sie das Mikrobiom in einer positiven Art und Weise beeinflussen und dass sie die Wurzelmasse, insbesondere bei einer Saatgutbehandlung und einer Wurzelbehandlung, dass sie die Entwicklung der Wurzelmasse positiv beeinflussen gegenüber unbehandelten Pflanzen, bei einer Blattbehandlung auch die Blattmasse, dass sie zum Beispiel dadurch die Photosyntheseleistung erhöhen. Das heißt, wir kennen bei diesen Biostimulantien, und das betrifft all diese 3 Gruppen und auch noch viele andere, wir kennen zu einem gewissen Grad die Wirkmechanismen und können nachweisen, dass es hier positive Einflüsse gibt. Was ist jetzt also überhaupt das Problem daran? Gibt es überhaupt ein Problem daran? Und ja, da gibt es ein Problem daran, und das liegt im Wesentlichen an 2 Punkten. Einerseits an der Qualität. Die Herkunft dieser Biostimulantien sind alle oder sind zum großen Teil natürlich. Ja? Das heißt, da werden irgendwo Meeresalgen abgebaut, entweder natürlich gewachsene Meeresalgen oder kultivierte Meeresalgen. Da werden irgendwo Eiweiße gezogen von Pflanzen, von Tieren. Da werden irgendwo Kohle, Komposte oder eben Leonardite abgebaut und in Prozessen verarbeitet. Und es muss sichergestellt werden, dass wenn ich mit einmal sehe, dass diese abgebaute Biostimulanz, mein Wirkstoff, einen positiven Effekt hat, dann muss sichergestellt werden können, dass ich genau diesen Wirkstoff in der gleichen Qualität wiederherstellen kann. Das heißt, dass ich zum Beispiel diese Aminosäuren aus dem Eiweiß oder dass ich eben die Huminstoffe aus diesem bestimmten Leonardit mit diesem bestimmten Produktionsprozess hergestellt habe, wieder produzieren kann. Das heißt, die Qualität der Produkte muss reproduzierbar sein. Warum spreche ich da so viel darüber? Weil es ein großes Angebot an Biostimulantien gibt und auch da natürlich dann mit Schlagwörtern genau dieser Gruppen beworben wird. Ja, zu Recht, weil die das verwenden, glaube ich Ihnen. Ja. Meeresalgen, Huminstoffe, Aminosäuren, Chitosan und was es dann sonst noch gibt. Aber das Problem ist, dass man in der Produktion und im Detail nicht immer sicher sein kann, dass die Qualität gleich hoch und reproduzierbar ist, wie sie in einem Versuch war, wo das positiv beurteilt worden ist oder wie das Produkt entwickelt worden ist. Und das ist das größte Problem daran. Das heißt, was für eine Konsequenz kann man daraus ziehen? Meiner Meinung nach, man muss sich auf Hersteller verlassen, die
die vertrauenswürdig sind, die entsprechende Expertise haben, die einen wissenschaftlichen Background haben, bei denen man einfach weiß, okay, das stimmt, was sie sagen, und die arbeiten sauber und ordentlich, weil es da noch nicht diese ausgereifte Qualitätssicherheit gibt. Das heißt, das ist das erste Problem daran. Das zweite Problem daran ist, und das ist ein bisschen den Biostimulantien inhärent, also das ist der Kern der Biostimulantien ist es ja, dass sie Pflanzen bei abiotischen Stress unterstützen, helfen. Wenn die Pflanzen aber jetzt keinen abiotischen Stress haben und wenn sie genügend Nährstoffe haben, dann kann natürlich der Effekt einer Biostimulanz nicht da sein, weil die kann nur dann unterstützen, wenn es ein Problem gibt, wenn es zu wenig Nährstoffe gibt, wenn es einen Stress gibt. Wenn es keinen Stress gibt und wenn es Nährstoffe gibt, dann ist der Effekt natürlich nicht da. Was bedeutet das? Das bedeutet aus meiner Sicht, dass man bei der Beurteilung einer Biostimulanz natürlich auch hier besonders auf die Wirtschaftlichkeit schauen muss und das immer über einen mehrjährigen Horizont sehen muss. Denn es gibt sicherlich Jahre, wo der Effekt einfach physiologisch, weil es halt einfach den Stress nicht gibt, nicht da sein wird. Und das bringt mich jetzt zu meinem persönlichen Schluss. Wir wissen also, Biostimulantien, diese Wirkstoffe funktionieren. Da gibt es Forschung dazu, da gibt es Nachweise dazu, aber es gibt zwei Themen. Es gibt die Produktqualität und es gibt die Tatsache, dass das natürlich nur eine unterstützende Funktion für die Pflanze sein kann. Und die kann man insofern abfedern, indem man sagt, okay, man schaut, dass man einem Hersteller nimmt, dem man vertraut und dass man zweitens versucht, das Ganze wirtschaftlich zu machen und eine sehr, sehr effektive Art und Weise, diese Biostimulanz auf die Pflanze zu bekommen, ist eben eine Saatgutbehandlung. Denn dann brauche ich relativ geringe Aufwandmengen, um die einzelnen Samen mit diesen Wirkstoffen zu applizieren und die dann bei der Keimung unter den Stresssituationen zu unterstützen. Und genau deshalb machen wir das auch und das ist wieder ein Hinweis auf unsere Zwischenfruchtmischungen. Deswegen behandeln wir ja all unsere Zwischenfruchtmischungen mit Biostimulantien, in Kombination übrigens mit Nährstoffen, mit Spurenelementen, denn dann ist der Effekt noch ein Stück höher. Ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert, wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.